Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie zum Beispiel SSD, RAM oder Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein MSI und zwar ein GE76 Raider. Und ich zeige euch auch gleich, wie genau ihr an die Modellbezeichnung kommt oder wo die Modellbezeichnung ist. Aber vorher trennen wir auf jeden Fall erstmal das Ladekabel vom Gerät. Die Modellbezeichnung steht hier auf der Rückseite, auch ziemlich gut zu lesen, genau hier. Und ja, mit dieser Modellbezeichnung findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Das ist hier tatsächlich auch gerade in der Mache. Und da ist es so, dass hier das Display wird quasi nur vom Frontrahmen gehalten. Der ist auch nur drauf geklebt. Und das Display selber ist tatsächlich auch reingeklebt. Also da gibt es jetzt keine Stripes, die man irgendwo rauszieht. Das muss man dann einfach vorsichtig an der Seite quasi oder von oben nach oben hebeln. Und ja, kommt eben so super einfach an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die gibt es einzeln, genauso wie das Touchpad. Gut, wenn man das Gerät jetzt öffnen will, muss man alle Schrauben rausmachen. Klare Sache, ne? Hier, hier und hier. Auch hier unter dem Garantieaufkleber ist eine Schraube und auch hier vorne die 4. Und die Schrauben hier, die sind alle gleich lang. Das heißt, da muss man nichts getrennt aufbewahren. Und das sind auch ganz normale Kreuzschrauben. Generell benutze ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, alles drin. Diverse Öffner, Pinsetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen, die ich mir hier jetzt schon mal zurechtgelegt habe. Und dann nimmt man als Aufsatz hier einfach einen PH0 und den kann man dann auch für alle Arbeiten im Gerät benutzen. Und genau, wenn alle Schrauben draußen sind, will man die Bodenplatte lösen. Und da zeige ich euch mal, die läuft nämlich einmal hier vorne lang, also nicht hier, wo man denkt, sondern einmal hier. Dann hier an der Seite und endet quasi hier hinten. Und ich benutze zum Öffnen einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und da ist es so, die Bodenplatte wird schon ziemlich arg von den Schrauben gehalten. Das heißt, wenn die einmal raus sind, hat man eigentlich das Gröbste hinter sich. Generell ist es aber so, je neuer ein Gerät ist, wenn das noch nie geöffnet wurde, dann kann das natürlich ein bisschen schwerer gehen. Aber ich würde jetzt in dem Fall hier von der Seite mal anfangen und versuchen, das quasi hier aufzumachen oder hier dazwischen zu kommen. Zum Beispiel hier, genau. Genau, und auch wenn das knackt und knirscht, auch das ist völlig normal. Und wenn man dann einmal hier vorne eine Öffnung geschaffen hat, dann kann man das hier raushebeln. Und wie gesagt, falls das mal ein bisschen schwerer geht, dann nicht wundern, auch wenn es ein bisschen knackt und knirscht, auch das ist normal. Und dann arbeitet man sich hier im Grunde genommen einmal um das Gerät. Und wenn man das hier vorne mal auf hat, dann kann man das hier durch so ein bisschen Wippen und Wackeln dann einfach abnehmen. Ja, das ist hier ein bisschen eingehakt. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und da sehen wir den Anschluss hier drüben.
Und den Stecker kann man in die Richtung rausziehen. Und je nachdem, der kann ein bisschen schwer gehen. Und da gibt es hier so eine kleine Quasi-Hilfe, wo man das hier noch ein bisschen mit rausziehen kann. Genau so. Und dann ist man hier auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir können sehen, dass so gut wie alles abgedeckt ist. Zum Beispiel sehen wir hier die 2 Plätze für die SSD. In dem Fall ist jetzt hier die eine nicht belegt oder der eine. Dann ist hier unten drunter der RAM. Da sind beide belegt. Hier drunter ist das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Dann natürlich sehen wir hier den Lüfter und den Heatsink. Die CMOS-Batterie sitzt unter dem Akku, die läuft hier dran, das heißt, die kann ich euch gleich nochmal zeigen. Wir sehen auch, dass dieses Board hier drüben mit 2 USB und einem SD-Slot, das ist einzeln. Wahrscheinlich kriegt man das dann auch einzeln, kann man einzeln tauschen. Und genau. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir mal den Akku aus. Das ist auch kein Hexenwerk, der wird von diesen Schrauben hier gehalten. Und ja, sobald man die Schrauben draußen hat, kann man den Akku so eben einfach aus dem Gerät nehmen und super easy tauschen. Genau, wie vorhin gesagt, hier unten drunter sitzt die CMOS-Batterie. Die ist in dem Fall wirklich jetzt hier nur aufgeklebt. Die kann man also einfach hier wegmachen. Hier sehen wir noch das Touchpad. Das ist hier mit dem Mainboard verbunden. Da ist auch wieder einfach bloß ein Kleber drüber, genau wie hier. Und genau, das lässt sich auch nicht super einfach tauschen. Generell auch bei der Tastatur ist es so, da muss alles raus. Da muss man wirklich Lüfter, Heatsink, Mainboard, also wirklich alles raus, um da vernünftig dran zu kommen. Das Einzige, was ich euch hier auf jeden Fall mal zeigen will, ist generell, wie die Anschlüsse von diesen Breitbandkabeln funktionieren. Da gibt es nämlich mehrere, auch hier, der läuft jetzt unter das Mainboard, auch hier. Das ist von der Tastatur, auch das läuft unter Mainboard lang. Aber diese ganzen Anschlüsse hier, die funktionieren so, da kann man das Kabel nicht einfach rausziehen. Den klappt man zuerst nach oben hin auf, quasi so. Und dann kann man das Kabel hier rausmachen, das ist hier aufgeklebt. Und da gibt es hier auch so eine kleine Linie, da kann man super gut erkennen, ob das Kabel wieder richtig steckt. Und so funktionieren eigentlich alle diese Breitbandkabel und Verbindungen. Das heißt, immer schauen, dass hier auf ist. Dann wieder rein, zuklappen. Und genau. So, RAM tauschen, mega einfach. Ist bei jedem Laptop eigentlich echt total easy. Wird immer von diesen beiden silbernen Klammern hier am Rand gehalten. Wenn man die so ein bisschen zur Seite macht, dann springt einem der RAM quasi schon entgegen. Kann dann so einfach getauscht werden. Da würde ich jetzt nur schauen, naja, gerade wenn man jetzt ein bisschen fettige Finger hat oder so, aber einfach vermeiden, dass man hier vorne auf die Kontakte drauf kommt. Und beim Einbau ist es auch so, der geht nur in eine Richtung. Der würde so nicht in den Slot reinpassen. Das heißt, auch da ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite. Der kommt dann zurück in den Slot, wird nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Gut, SSD-Tausch. Genauso einfach. Ist hier jetzt in dem Fall einfach nur unter so einer Abdeckung drunter. Wird aber generell nur von einer Schraube gehalten. Und dann kann man die SSD so leicht nach oben hebeln, nur so ein bisschen, weil die meistens hier in dem Fall sogar ein bisschen stärker auf diesen Kühlpads klebt. In dem Fall hat es das Kühlpad jetzt hier mit abgezogen, das ist aber nicht weiter schlimm. Und auch so super einfach zu tauschen und auch da wieder nicht das machen, was ich gerade gemacht habe, nämlich auf die Kontakte touchen. Genau, und der Einbau, genau wie beim RAM, geht nur in eine Richtung.
Ja, auch der würde so gar nicht funktionieren. Kommt dann einfach in den Slot zurück, bis ganz zum Anschlag. Wird hier unten wieder drauf gedrückt und dann verschraubt. So, bei den Lüftern ist es hier so, das sieht man hier in dem Fall jetzt eigentlich sehr, sehr gut. Die gibt es nur zusammen mit dem Heatsink, also die kann man nicht einzeln tauschen. Das sieht man ja hier, ne? Die sind alle miteinander verbunden. Ist aber generell auch tatsächlich kein Problem. Das ist alles nummeriert. Die einzelnen Schrauben, also die Lüfter hier zum Beispiel, sind die beiden. Dann hat man hier die beiden Schrauben. Und da sieht man zum Beispiel hier 1, 2, 3, 4. Und dann geht es am Heatsink weiter. Da hat man hier 5, 6, 7. Und dann hier drüben 8, 9, 10. Und wenn man die Schrauben allesamt rausgemacht hat, dann schaut man noch, dass die Lüfterkabel, dass man die auch wegmacht. Und die gehen in dem Fall einfach nach oben weg. Und da würde ich auch probieren, nicht am Kabel zu ziehen. Das sind teilweise keine wirklich sicheren Verbindungen. Eher gucken, dass man hier den Stecker gegriffen kriegt und den dann nach oben zieht. Und dann auch noch einen Tipp beim Wiedereinbau, sieht man auf der einen Seite hier die Kontakte. Ja, die sind auf der anderen Seite quasi Fokus nicht zu sehen. Und die Kontakte zeigen in dem Fall in diese Richtung. Und das ist da drüben auf der Seite genau das Gleiche. Also auch hier würde man versuchen, den an der Seite zu greifen und nach oben zu lupfen. Und genau, wenn man alle Schrauben dann eben raus hat, dann kann man den kompletten Heatsink einfach ganz easy nach oben hin wegnehmen. Dann natürlich die Chips von der restlichen Kühlpaste säubern, den Heatsink selber auch säubern, beziehungsweise wenn man einen neuen macht, ist das dann schon so. Und dann in umgekehrter Reihenfolge wieder drauf, einfach so gerade wie möglich von oben draufsetzen. Alle Schrauben erstmal so ein bisschen leicht anziehen, bis der richtig sitzt. Dann die Schrauben wieder alle fest dran setzen. Und zum Schluss, ganz wichtig, natürlich nicht vergessen, auch das Kabel wieder zu verbinden. Wie gesagt, das kommt von oben hier drauf. Uiuiui, ich bin eigentlich Rechtshänder. Genau, und hier auch schauen, dass der richtig drin sitzt, ne? Also dass der wirklich bis unten dran sitzt. So, dann würde ich sagen, bauen wir den Akku wieder ein. Auch das ist ja wirklich sehr, sehr einfach. Der kommt einfach hier zurück auf die Gewinde und wird wieder verschraubt. Und hier das gleiche Spiel wie auch beim Lüfter. Nicht vergessen, das Kabel, wenn man wirklich alles erledigt hat, das Akkukabel wieder zu verbinden. Das also einfach zurück. Und auch hier schauen gleichmäßig und dann bis es ganz am Anschlag sitzt. Kabel hier unten drunter. Und dann kann man eigentlich auch schon die Unterseite wieder verbinden. Ja, und die legt man jetzt, ich fange jetzt in dem Fall hier von oben an, dass das hier so ein bisschen drüber gestülpt wird. Und dann kommt das hier einfach wieder drauf. Und da würde ich jetzt einfach schauen, also ich gucke dann wirklich, ich gehe einmal um das Gerät herum, schaue, dass da wirklich alles zu ist. Das hört man auch super, ne? Hier vorne, dass das alles richtig gut miteinander verbunden ist. In der Mitte sind da oft Einraststellen. Und ja, dann einfach alle Schrauben wieder rein. Und ja, so schnell ging das hier. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.